Jo Leute, Maxstar hier und heute gibt's, wie ich euch versprochen habe, eine Shoppingtour. Wir gehen heute ins Magna Plaza Shopping Center. Leute, das befindet sich gerade hier vorne, wie ihr sehen könnt. Ich kann euch das gleich mal zeigen. In dieses schöne Shopping Center, Leute, gehe ich heute rein. Ich muss jetzt zuerst noch hier über die Straße laufen. Da gibt es, wie ihr ja wisst, ganz viel Fahrräder. Ich muss immer aufpassen, dass ich natürlich nicht im Weg bin. Muss ich da immer ein bisschen vorsichtig sein. So, ich gehe mal rüber. Ah, wurde gerade grün in diesem Moment. Nice. So, ich laufe mal hier durch. Dann gehe ich mal hier rein. Hier ist es. Das schöne Shopping Center, Leute, hier ist es. Sieht richtig bombastisch auf jeden Fall aus. Ich werde mal schauen, in welchen Laden das ich gehe. So Leute, ich bin gerade in der Umkleidekabine. Ich habe mir da ein paar Hosen ausgesucht. Einmal habe ich dann hier diese weiße, hier diese braune Hose und hier nochmals so eine braune Hose. Dann habe ich hier noch eine graue Hose. Diese Hosen werde ich zuerst mal anprobieren, Leute, und dann werde ich mir ein paar schöne Hosen kaufen und danach vielleicht noch ein paar coole Pullover. Ja, erstmals werde ich das anprobieren und dann sehen wir uns dann gleich nachher wieder. Schaut euch mal diese Hose an, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Hose, die passt eigentlich noch zu mir. Ich denke, das ist sicherlich mal eine Hose, die ich kaufen werde. Die passt richtig gut. Jetzt werde ich dann noch diese graue hier ausprobieren, diese Hose. Dann diese weiße. Diese Hose habe ich schon anprobiert, aber naja, ich schaue dann am Schluss auf jeden Fall, ob ich diese noch kaufen werde oder nicht. Aber sicherlich werde ich sicher mal diese hier kaufen, wo ich jetzt anhabe. Und die weiße, wenn es natürlich gut passt, kann ich euch ja gleich zeigen. Dann könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, welches von euch am besten gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Aber ja, wir sehen uns sowieso nachher nochmals und dann natürlich wahrscheinlich noch im Hotel werde ich euch das Ganze dann auch noch ausführlicher zeigen. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich nochmals. Leute, diese Hose ist mir viel zu klein. Ich kann nicht einmal die Hose zumachen, Leute, die ist zu klein. Das ist natürlich eine zu kleine Größe. Ich habe vorhin aus Versehen eine zu große Hose wollte ich eigentlich nehmen, aber das ist auf jeden Fall zu klein. Ich kriege nicht einmal den Reißverschluss zu. Also das streiche ich auf jeden Fall schon mal von meiner Liste. Leute, diese Hose ist viel zu klein. So, ich zeige euch das Ganze nochmals jetzt in weiß, Leute. Das ist jetzt die weiße Hose. Die muss ich sagen, naja, ein bisschen knapp, muss ich sagen. Geht zwar eigentlich noch, also vom Aussehen her sieht es mega cool aus, aber naja, ein bisschen knapp auf jeden Fall. Ich werde mir dann überlegen, ob ich vielleicht die gleiche Hose in einer anderen Größe kriegen kann oder ob ich das auch sein lassen werde, aber eigentlich möchte ich diese Hose schon kaufen. Ich werde einfach schauen, dass ich die in einer anderen Größe finde und dann wird das schon, weil eigentlich sieht es vom Aussehen her sehr cool, muss ich sagen. So Leute, ich bin beim nächsten Shop jetzt gerade angekommen. Ich kaufte auch noch ein paar Hosen und war mir am Hosen anschauen. Ich werde nachher natürlich auch noch Pullover anschauen, aber das mache ich dann in einem anderen Laden. Ich zeige euch gleich mal. Diese Hose habe ich jetzt an. Passt auf jeden Fall auch richtig gut, würde ich sagen. Ich habe noch diese Hose, die ich anprobieren werde. Und ich werde dann wahrscheinlich beide oder eine von diesen beiden dann kaufen auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, probiere ich gleich mal noch die andere aus. So, ich habe jetzt direkt mal die andere Hose anprobiert, Leute, wie ihr hier sehen könnt. Das, muss ich sagen, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Diese Hose, also eben, ich werde auf jeden Fall eine von diesen beiden kaufen oder sehr wahrscheinlich beide. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich nachher beim nächsten Shop wieder. Bis gleich, Leute.
So Leute, ich habe jetzt eine Hose gekauft. Ich habe jetzt diese blaue Hose hier habe ich jetzt gekauft, Leute. Ich werde jetzt erstmal dieses Shoppingcenter hier verlassen und werde dann in einem anderen Shoppingcenter natürlich noch ein paar Pullover auf jeden Fall kaufen. Ja, auf jeden Fall ein nices Shoppingcenter, muss ich sagen. Mega, 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 mega cool auf jeden Fall, dieses Shoppingcenter. Ich könnte jetzt hier eigentlich theoretisch auch noch runtergehen, aber ich glaube, hier unten gibt es nichts für mich, also respektiv nichts für Männer, und deswegen gehe ich jetzt natürlich weiter. Ich habe eigentlich jetzt auch schon genug hier gekauft. Dieses Shoppingcenter ist mega, mega, mega cool, Leute. Es ist mega cool und die Leute waren auch richtig nett bei der Bedienung. Ich erzähle euch dann über die Leute dann mehr später. Erstmals werde ich jetzt mal ein Shoppingcenter suchen oder einen Laden, wo ich noch ein paar Pullover kaufen kann, und alles andere erzähle ich dann euch nachher, Leute. Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Bedienung hier. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier in dieses Magna Plaza Shoppingcenter zu gehen. Und ja, mehr erzähle ich euch dann später. Erstmals ein paar Pullover kaufen, dann werde ich nachher noch Abendessen und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich nachher wieder. So Leute, ich bin jetzt in einem anderen Shoppingcenter und habe mir schon zwei coole Pullover ausgesucht, die ich gleich mal anprobieren werde. Nämlich hier einmal diesen blauen und hier einmal diesen orangen. Ich kann jetzt den nicht ganz zeigen, weil ich zu viele Sachen gerade in der Hand habe. Ja, ich gehe mal in die Umkleidekabine und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Bis gleich. Leute, schaut euch mal dieses Outfit an. Sieht eigentlich mehr aus wie eine Jacke als ein Pullover irgendwie. Vor allem mit diesen zwei Taschen hier noch. Sieht mehr eigentlich so wie eine Jacke aus irgendwie. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es hier ein bisschen, naja, ein bisschen eng ist, aber sonst eigentlich von der Größe her passt es auf jeden Fall. Also ich finde, es sieht mega gut aus. Ich finde das richtig cool auf jeden Fall, dieses Outfit. Als nächstes werde ich, wie gesagt, jetzt diesen orangen Pullover noch ausprobieren und dann würde ich sagen, kaufe ich auf jeden Fall diese beiden Sachen. So sehe ich aus in einem orangen Pulli, Leute. Könnt ihr jetzt gerade mal sehen. Richtig, richtig schön. Ich zeige euch das mal von dieser Perspektive hier. Ja, also dieser orange Pulli gefällt mir eigentlich auch gut. Die Größe ist eigentlich perfekt. Also würde ich sagen, nehme ich das auf jeden Fall. Richtig, richtig toll auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt mal diese beiden Sachen kaufen und dann sehen wir uns dann gleich nachher wieder. So, ich habe alle meine Sachen gekauft, die ich brauche, Leute. Hier nochmals diese zwei Pullover, die ich gekauft habe, falls ihr es sehen wollt, in welchem Shoppingcenter ich gerade war. Hier oben steht das Ding. Das Ding heißt das, ich weiß eben, man sieht es nicht so, weil ich natürlich nicht zoomen kann, aber auf jeden Fall war ich in diesem Shoppingcenter hier. Und ja, ich würde sagen, damit ich jetzt nicht alles die ganze Zeit durch die Stadt schleppen muss und nachher natürlich ohne Gepäck Abendessen kann, werde ich jetzt gleich mal zu meinem Hotel nach Hause fahren und dann sehen wir uns beim Hotel noch einmal und dann würde ich sagen, bis nachher. So Leute, ich bin im Hotel jetzt. Ich zeige euch nochmals, was ich hier eingekauft habe. Diese zwei Pullover, diese Hose und diese Hose, die ich jetzt natürlich anhabe, Leute. Ja, ich habe mir gedacht, ich ziehe mir natürlich diese neue Hose an. Warum natürlich nicht? Und ja, genau, ich wollte ja noch zum Punkt kommen. Ich wollte euch ja noch was sagen, als ich aus diesem Shoppingcenter, aus diesem ersten Shoppingcenter, wo ich war, dieses Magna Plaza, wollte ich euch nämlich erzählen, und zwar waren die Leute, also die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, waren mega, mega freundlich, Leute. Sie haben mir empfohlen und so weiter, welche Größe ich nehmen soll, welche Marke und so weiter. Also beim ersten Laden, wo ich war, wo ich diese Hose hier gekauft habe, diese braune Hose, der hat mir gesagt, welche Größe er mir empfehlen, welche Größe er mir empfehlen würde, weil ich habe natürlich, weil ich ein großer Mensch bin, der ungefähr 1,86 groß ist, habe ich natürlich immer geschaut, welche Größe natürlich für mich passt, weil ich nicht eine Hose nehmen kann, die natürlich zu klein ist. Und dann wollte ich einfach bei den Hosen die Nummer 48 nehmen und die Nummer 48 war zu groß und der
Verkäufer hat auch selber die ganze Zeit gelacht und hat gesagt, ja, das ist viel zu groß und ich so, oh, das ist ja wirklich zu groß. Und wir haben uns wirklich kaputt gelacht. Also es war kein Auslachen, es war wirklich kein Auslachen. Wir haben uns beide kaputt gelacht, weil ich einfach die Größe 48 genommen habe und die 48 zu groß war. Wir haben uns die ganze Zeit kaputt gelacht. Ich musste wirklich so lachen und er auch. Es war wirklich kein Auslachen. Es war mega, mega cool und der Mitarbeiter war auch mega nett. Er hat mit mir natürlich noch ein bisschen geredet und so weiter. Also richtig freundlich auf jeden Fall und hat mir eben natürlich gesagt, welche Größe er mir empfehlen würde und dann habe ich natürlich am Schluss dann diese eine Hose gekauft. Ich wollte ja eigentlich auch noch die weiße Hose kaufen, aber die weiße Hose war natürlich zu eng, obwohl die Größe genau gleich war wie bei dieser Hose hier, die ich gekauft habe. Nur das Ding war halt, weil die Hose aus einem anderen Material war natürlich diese Hose ein bisschen zu eng und von daher kam die natürlich dann nicht in Frage. Also war die dann eigentlich so quasi dann auch zu klein. Und ja, ich hatte natürlich ein nettes Gespräch mit diesem Mitarbeitenden dort, war richtig freundlich auf jeden Fall. Wir hatten es lustig und er hat gesagt, er mag diese Leute, wo manchmal solche lustige Aktionen machen, weil es einfach seinen Tag natürlich verschönert und das glaube ich natürlich auch, weil ich meine, wer kennt das nicht? Ich meine immer wie ein Streber zu arbeiten, ohne Lachen, ohne Reden, die ganze Zeit nur arbeiten, ist ja langweilig. Ich meine, wenn dann mal eine lustige Aktion kommt, dass man auch mal lachen muss, das verschönert einfach den Tag, Leute. Ich kenne das einfach zu gut. Und als ich dann natürlich zum anderen Laden noch ging, im Magna Plaza Shopping Center, dort war auch ein netter Verkäufer und der hat mir natürlich dann eben diese Hose da empfohlen und hat gesagt so quasi, dass es irgendwie ein Geschenk ist von ihm, irgendwie, er hat irgendwas mit Surprise, hat er irgendwas erwähnt und dann habe ich natürlich diese Hose dann anprobiert und dann habe ich natürlich diese Hose dann auch dementsprechend natürlich gekauft. Also dieser Mitarbeiter war auch mega freundlich und hat sogar gesagt, falls ich irgendwie noch Fragen habe oder Unklarheiten oder irgendwas ist oder es mir nicht gefällt oder sonst irgendwas, soll ich Ihnen einfach eine Mail schreiben. Sie haben mir dann natürlich die Mail auch noch genannt. Sie haben mir natürlich noch einen Notizzettel gemacht. Also ich wurde richtig freundlich behandelt, Leute. Und die Leute hier in Amsterdam, die sind wirklich gut drauf, die haben Humor. Also ich kann nur Positives von meinen Ferien sagen. Aber ja, leider ist das natürlich meinen letzten Tag heute, denn morgen muss ich natürlich um 10 Uhr einchecken. Also was heißt da einchecken? Also ich meine, ich muss auschecken morgen und muss dann sofort zum Flughafen fahren und muss dann, wenn ich beim Flughafen bin, dann sofort natürlich einchecken, weil ich am Nachmittag natürlich den Flug habe. Also morgen um 10 Uhr muss ich natürlich los und dann geht's natürlich dann ab zum Flughafen und dann muss ich natürlich noch einchecken für meinen Flug zurück nach Zürich. Ja, war auf jeden Fall ein mega cooler Vlog von den Ferien. Ich hoffe, dass es euch natürlich Spaß gemacht hat. Falls ihr irgendwie noch, keine Ahnung, Anliegen habt oder vielleicht könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu sagen. Wie gesagt, welches Outfit ihr am besten fandet oder welches zu mir am besten passt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr vielleicht auch noch Ideen habt, wo ich als nächstes hinreisen soll, könnt ihr es ebenfalls natürlich in die Kommentare schreiben, Leute. Denn ich war ja gestern auch in Belgien und Belgien war natürlich auch sehr schön, als ich in Antwerpen war. Also könnt ihr natürlich gerne mal eure Meinung so in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. An dieser Stelle werde ich mich verabschieden von diesem Vlog und würde sagen, bis zum nächsten Video dann wieder, Leute. Und natürlich bis zu meinen Livestreams dann wieder auf Twitch, Leute. Haut rein, meine liebe Community und ciao, ciao.